heiße Marc und ich bin dabei, eine Lampe zu entwickeln, die gleichzeitig auch ein Schalter ist. Es gehört ganz klar in den Raum von Smart Devices, Smart Home, Internet of Things. Genau, und jetzt würde ich ganz gerne wissen, was ihr davon haltet. Ich erkläre euch das jetzt ein paar Minuten lang und dann wäre es ein Traum, wenn ihr mir ein 5-Stunden-Video zurückschicken könntet mit eurem Feedback. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Also lass mich anfangen. Dieses Moment, speziell wenn wir uns den Smart Home Bereich angucken, die Geräte, die wir dort kaufen können, sind sehr viel, dass sie um Funktionen gehen. Also jedes Device, das man erkauft, bringt irgendwie eine weitere, meistens sinnlose Funktion in dein Haus. Da gibt es ein paar Anwender, die haben das verstanden, dass es mehr um schöne Sachen, um intuitive Sachen geht, aber bei weitem nicht an. Wie dem auch sei. Ich bin auch der festen Überzeugung, ein Smart Home Gerät muss sehr, sehr schön sein und vor allem intuitiv bedienbar sein. Das, was ich mir vorstelle, sieht ein bisschen aus wie ein Tablet-PC. Also ein bisschen wie das hier. Kann man das sehen? Ja. Ich würde es rechteckig machen und hätte die Oberfläche, dass die so ein bisschen gewölbt ist. Und sowas als Lampe, praktisch touch-sensitiv, und es fängt halt eben selbst an zu leuchten. Also nehmen wir an, ihr habt nicht nur eins davon, sondern eben 5 in eurem Wohnzimmer. Es hängt an der Wand und wenn ihr es berührt, fängt es an zu leuchten. Und wenn ihr von oben nach unten über es streicht, dann dimmt ihr damit das Licht, es wird heller und bzw. dunkel. Und seitlich drüber verändert ihr die Farbe davon. Und wie gesagt, also natürlich verändert ihr es nicht von dem einen Gerät nur, sondern eben von allen anderen auch. Die Geräte aufzubauen ist relativ simpel. Die kommunizieren über WLAN. Von daher braucht ihr keine zusätzlichen Kabel oder sonst irgendwas verlegen. Was man tatsächlich noch braucht, ist ein Stromkabel und steckt es einfach in die Steckdose, verbindet das Ganze über das WLAN und schon hat man das Teil am Laufen. Ja. Die Geräte erkennen sich gegenseitig und somit, wenn ihr eins beeinflusst, reagieren alle anderen drauf. Worauf man natürlich dann irgendwie achten muss, ist, es macht nicht zwingend Sinn, wenn ihr im Wohnzimmer seid, dass ihr alle Lampen im ganzen Haus verändert. Von daher hätte man irgendwie so eine Group Function, wenn wir gerade schon mal bei Anglizisten sind. Also man will irgendwie sagen, so, ihr Geräte seid jetzt im Wohnzimmer und ich weise euch einer Gruppe zu und die in der Küche sind und im Schlafzimmer, die gehören eben zu anderen Gruppen, die reagieren dementsprechend nicht mit. So. Von hier kommt man relativ bald auf den Gedanken, wie wäre es denn mit eben einer App? Und hier gehen wir in einen Lösungsraum, in dem sich Philips bereits bewegt. Ihr kennt vielleicht die Philips Hue-Lampe, die mit Sicherheit toll ist. Also kurz für die, die es nicht kennen, Philips Hue, das sind Birnen, die über WLAN miteinander kommunizieren. Philips verkauft sogar in der Position den Hub mit. Also ihr schraubt einfach eine Birne in eine beliebige Lampe, die ihr zu Hause habt, und die kommunizieren dann miteinander, auch wenn ich nicht völlig irre, über das WLAN, aber wie gesagt über das eigene Philips WLAN, wenn man so möchte. Und wenn man dann sein Handy nimmt oder irgendwie ein anderes appfähiges Gerät, damit kann man dann das Licht einstellen von einzelnen Birnen, von allen Birnen, wie auch immer. Das ist relativ nah dran an dem, wo ich einmal hin möchte. Allerdings ist es überhaupt nicht intuitiv. Ja. Also ich kann es mir nach wie vor nicht vorstellen, dass man mit seinen Freunden zusammen am Abendessenstisch sitzt und sein Handy auspackt, um das Licht zu verstellen. Ja, das
mag eine nette Spielerei sein, sieht mit Sicherheit im Laden irgendwie witzig aus, aber die tatsächliche Anwendung, dann sieht man automatisch aus wie ein Nerd. Ja, das sehe ich nicht passieren. Aber gut, also ich meine, es gibt einige Kunden, von daher gibt es ganz klar Leute, die das anders sehen als ich. Gut, wenn wir gerade schon mal bei den Wettbewerbern sind, gibt es Leute wie Nest und vielleicht auch Tado. Nest hat eine sehr schöne Lösung gefunden, um Heizungen einzustellen. Ähnlich wie Tado, eine sehr, sehr schöne, intuitive Lösung. Das ist eher mein Verständnis von Smart Home. Und jetzt für das Startup Tado erklären. Hier ist es so, dass es das Handy als einen Sensor wahrnimmt. Wenn du dich dem Zuhause näherst, fährst du die Heizung hoch. Wenn du das Haus verlässt, fährst du die Heizung runter und hat noch zusätzlich diverse Möglichkeiten, es einzustellen. Also wenn du zum Beispiel zu Hause schläfst, also dein Handy sich nicht bewegt, kannst du dennoch sagen, morgens um 6:30 Uhr möchte ich ganz gerne, dass die Heizung hochfahren. Ja, das ist alles möglich über App, Software, Sensoren. Sehr, sehr schöne Mischung. Brillant umgesetzt, wie ich sage. Richtig. So, zurück zu der Lampe. Genau, mich würde interessieren, was ihr einmal darüber denkt, was ihr bereit wärt, vielleicht dafür zu zahlen auch. Also am liebsten pro Gerät. Wie ihr an die Sache rangehen würdet. Also würdet ihr direkt einfach mal 15 von den Lampen kaufen, sollte es aussehen, auch wenn sie 200 Euro das Stück kosten. Oder würde ich sagen, na, ich fange mal mit 2 oder 3 an in meinem Wohnzimmer und schau mal, wie es funktioniert, wie oft ich es tatsächlich nutze. Also einfach mal eure Gedanken dazu. Zusätzlich würde mich interessieren, an welcher Stelle ihr meint, würdet ihr es kaufen. Ja, würdet ihr zum Mediamarkt gehen oder würdet ihr lieber es online kaufen? Ein Marketing-Experte hat mir noch den Rat gegeben, vielleicht mit Innenausstattern und Immobilienmaklern zu sprechen. Dazu habe ich ganz gutes Feedback bekommen, dass die Innenausstatter tatsächlich sagen würden, ja, ich kann mir das vorstellen, das in meinem Konzept zu verarbeiten. Und dann halt eben gleich mit dem ganzen Konzept zu verkaufen. Das Schöne daran ist, dass es sowas Ähnliches ist wie Ingredient Branding, dass die Verkäufer modern wirken durch das Produkt, was sie zusätzlich in ihrem Konzept haben. Ja? Also was ich damit sagen will ist, wenn ein Innenausstatter bzw. ein Immobilienmakler solch moderne Produkte, die im Raum Internet of Things ganz klar anzusiedeln sind, mitverkauft, macht er natürlich einen sehr modernen Eindruck, was Auswirkungen haben kann auf andere Konzepte, andere Aufträge und eben das Markenbild. Das wäre super, wenn ihr mir dazu mal ein Feedback geben könntet, ob ihr das für realistisch haltet oder ob es einfach unrealistisch ist und am Markt vorbei ist. Ja, vielleicht habt ihr andere brillante Ideen, worüber man es verkaufen kann. Eine andere Geschichte ist, ich würde es prinzipiell ganz gerne anfangen mit einer Kickstarter-Kampagne. Nicht so sehr, um es zu finanzieren, sondern mehr aus Marketing-Sicht. Und man da, glaube ich, die richtigen Leute erreicht, die einfach technologieaffin sind, die neue Produkte lieben und die ein guter Ort sind, um über Sachen, um Geschichten zu erzählen und die weiterzutragen. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit Kickstarter oder anderen Crowdfunding-Plattformen und könnt mir hier ein bisschen weiterhelfen, ob das realistisch ist oder auch nicht. Genau. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf das Device zu sprechen kommen oder auf das Gerät, damit es auch
vielleicht war die erste Erklärung zu kurz. Also stellt euch vor, ihr kauft euch eine Lampe, die sieht ähnlich aus wie ein Tablet, so wie das hier. Und ist wie gesagt gewölbt auf der Oberfläche, ist genauso aus Glas, es ist touch-sensitiv. Also wenn ihr drüber fahrt, dimmt ihr das Licht damit. Wenn ihr horizontal drüber fahrt, ändert ihr damit die Farbe. Und zwar nicht nur für das eine Gerät, sondern für die anderen 5, die ihr gekauft habt, die an der Wand hängen, die ihr im Moment nicht erfasst, genauso. Ja, also es verändert sich der ganze Raum. Ihr seid beispielsweise am Arbeitsplatz, ihr habt einen Schreibtisch zu Hause und braucht dafür ein sehr helles, leicht bläuliches Licht und habt die Lampen entsprechend eingestellt und jetzt scheint ja, es ist dann mal final gut mit Arbeiten und ihr wollt euch irgendwie zum Film aufs Sofa setzen, dann würdet ihr einfach nur einmal drüber streichen, um die Farbe zu ändern und halt eben vielleicht noch mal ein bisschen das Licht dimmen und schon hätte sich der ganze Raum verändert. Das ist eine der offensichtlicheren Anwendungen. Auf der Software-Seite kann man dann hingehen und sagen, wie es an eine Weckfunktion schließen. Man hat seinen Wecker auf dem Handy und sagt so, das System soll anspringen, wenn auch mein Wecker klingelt und ich möchte halt eben nicht mit zu grellem Licht geweckt werden, sondern es soll ein aufsteigendes, wie Sonnenaufgang, rotes Licht sein. Das ist damit also möglich. Natürlich sind eine ganze Menge Spielereien möglich, wie man kann rundlaufendes Licht haben oder ändernde Farben und so weiter, aber ich glaube, das kennen wir alle von LED-Leisten. Das hat nicht wirklich Anwendung. Es gibt ein paar wenige Bereiche, wo das Realität ist, wo man das tatsächlich nutzt, aber im Alltag eigentlich nicht. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Wenn ihr sagt, nee, das ist aber ein Feature, das ich unbedingt brauche, weil ich, was auch immer es ist, bin, mache, tue, dann gebt mir bitte Bescheid. Sagt mir, was es ist, warum ihr das unbedingt braucht. Und darüber hinaus, generell, sagt mir bitte, was ihr generell davon haltet, aber auch, was ihr euch noch an zusätzlichen Sachen wünschen würdet, in welchen Bereichen ihr es noch seht. Da ist eines der beliebten Themen, die ich kenne, sind Hotels, weil sie bereit sind, viel Geld für die Innenausstattung und so weiter auszugeben. Von daher glaube ich auf jeden Fall, dass es einen Markt hingehen kann. Genau, aber euch fallen mit Sicherheit noch weitere Themen ein. Von daher wäre es super, wenn ihr mir dazu noch was sagen könntet. Ja, sonst muss ich jetzt überlegen, was ich noch über das Gerät sagen kann, um es klarer zu machen. Das über WLAN kommunizieren, habe ich gesagt, dass ihr prinzipiell keine Kabel braucht, oder nein, dass ihr keine Kabel braucht, um es zu vernetzen. Ihr braucht auch mit dem Konzept keinen zusätzlichen Hub, wie beispielsweise die Konkurrenz von Philips das macht. Ja. Es sind einfach nur diese Geräte, die man einsteckt, die sich über das vorhandene WLAN, das jeder von uns inzwischen zu Hause hat, miteinander kommunizieren. Genau. So. Der nächste Schritt wäre dann, dass eine Lampe, die genauso aussieht, nur in sehr, sehr klein zu entwickeln. Das wäre dann die Fernbedienung. Ja, also es ist wie das Tablet. Ja. Stellt euch einfach nur das hier vor, mit dieser gewölbten Oberfläche und das halt eben dann in deutlich kleiner. Lass mal sagen, hat dann diese Größe. Da kann es batteriebetrieben sein und leuchtet trotzdem selbst. Es hat eine kleine LED drin und darüber könnt ihr auch alle Lampen steuern. Und diese Fernbedienung könnt ihr dann mit euch tragen oder auf euren Couchtisch legen oder was auch immer es ist. Um eben, wenn ihr einen Film guckt, auf der Couch das Licht entsprechend einzustellen. Genau, so. Und jetzt hoffe ich auf jede Menge Feedback. Ich bin leider ganz schön unter Zeitdruck. Von daher brauche ich das bis Donnerstagabend. Genau, also von daher,
Ihr werdet mir eine Riesenhilfe, wenn ihr mir hier ein Viertelstunden-Video schicken könntet. Mit Feedback, vielleicht mit anderen Gedanken oder was auch immer. Filmt euch einfach selbst oder erzählt es wegen mir auch nur auf Band und schickt mir die Audiodatei. Was auch immer. Ich brauche mal Feedback. Sagt mir mal Bescheid, was ihr davon haltet. Ja, super, wenn ihr mir hier das Bild komplett machen könnt. Ich danke euch und dann hoffe ich von euch in Kürze. Bis dann, ciao. Okay, so you saw Mark talk about his idea, and so you're a designer, and so you might have insights into this, whether it's the idea or the way it was presented or anything. So. Hey Mark, so should I do it in English or in German? You can do it in whichever language you want to. Okay, so one thing, like from what you're saying and how you're explaining the concept, I'm not really 100% sure what your ultimate goal is with this. It does seem a little bit random to have this particular shape with the like touch screen thing, because from what I'm hearing from your explanation, you want to create like a light that is smart and that is intuitive to use and that kind of behaves like the Tado or the Nest device, which are very good analogies, I think, because they're like super genius in these terms. And you want to create something that is like interlinked and creates like atmospheres, which are all very good goals. But like I don't get like why this needs to be a screen, like kind of like a touch screen. I think like we're looking at screens all the time, every day, like enough. So I think anything that relates to a touch screen is actually for me like I don't want that type of light. But when we go back to like what your actual goal is, I was kind of thinking that wouldn't it be cool if the room itself would be intelligent enough to understand what your needs are. So if you're in a room and somehow the room can sense like either where you are, where you're sitting, when you're like sitting at your desk, that it would kind of give response to that, or like sitting at your desk versus maybe like going and lying on the couch, the situation could change completely, the light situation, and that would be like a really intelligent way to deal with this, with a light atmosphere, that actually you don't need to interact with it at all. It's just you by doing something, magically the light situation changes. So that I think would be like a very good build on what you're saying, that what Nest and Tado does. Maybe also a way could be maybe not like so high tech as the intelligent room that reads your mind, but maybe something about gesture control, right? Like I don't need, like the fact that I like swipe on a touch screen is actually not how I want to behave. I want the touch screen to know what I'm doing, what I want to do, kind of like these technology that they're using now for paralyzed people that kind of like read their mind. And by the mind, you can actually already like operate a computer and stuff. So I think this is like kind of where you want to go. I mean, it's like super crazy, like future vision, but what if there was like gesture control? So I'm sitting in a room and, like I either like by the movement of my eyes or, my pupils or something, like the room can sense if I need more light or less light. Or maybe you do just like gestures and you don't even need to get up or like interact with a Fernbedienung. I could just like dim the light or like make it like, go higher. So I think these for me are like really intelligent solutions. But maybe that's like all too far out. Although the gesture control, there are companies that do gesture controlled TV commands already. So that is already kind of a technology that is out there, maybe not like so readily available, but nevertheless it's possible. And I think that this is where things are going towards. And I think it all comes down to the fact that
actually you don't want to be interacting with things. You know, you don't want to be pressing a button. You don't want to get up and go to press a light switch. So I think, yeah, just like broader thinking, you know, your presentation made me think of these things. So intelligent rooms, but maybe you can like push the boundaries a little bit of what that means. And yeah, that's kind of my 2 cents. Is that enough, or? Let's say maybe more in between. Like, so let's say now, you say you have these. Do you like the Philip light idea? I mean, do you like that smart light? Yeah, I mean, it's, you know, it's like the concept is that like you're creating light situations, and that, you know, the lights are interlinked and interconnected, and rather than like switching on like different light switches, you just have these preset moods, right? Yeah, but that is already out there. And do you like the idea of the controller, the controller on your iPhone? No, I don't want to be. There's too much technology anyway, you know, like everybody's like constantly on their phones and on their like computers, and I think like the more we reduce this, the more intriguing it becomes to people. So were you saying before that putting like a touch screen on the wall wouldn't be reducing that for you? That would be adding to it. That was in your mind, right? Yeah, I think it's, you know, like, of course it would be, you know, better, yes, but would it be great? No. So I guess it's also like what your kind of, you know, what your vision is. If you want to make it great, then I think putting a touch screen up is not enough. Especially because there are technologies out there that can like go a little bit beyond. So yeah. And so if you're looking at like the things that you loved about this kind of future idea that a lot of people have about, you know, that Mark has, that Philips has, let's say, about being able to design the lighting in your house, what are the things that, like, what's the kind of order of things that you love about it? Like, what is the thing that really interests you the most? Is it that, you know, you don't have to, you might not have to even think about it and it'll change for you? Is it that it can change with your mood? You know, what's the kind of, like, what are the things in the way off future that will be amazing about this system, because, you know, eventually it'll get there somehow, however it does, or whatever. Do you know what I mean by that? No, I think it, like, again, I think it's about like technology being intelligent enough to kind of react to your needs before you even know that you have them. But maybe that's, you know, that's what I was talking about beforehand, you know, that maybe this is like too far out now for like something that, you know, Mark wants to realize right now. But like, it's definitely going to be the future. So the question is, you know, do you just think about like little incremental steps to just put something out there that is kind of better, a little bit better than what you have now? Or do you try to approach that, you know, future? Maybe you won't get there right away, but maybe you can like get a step further than what you would do right now. Like, I don't know if I made myself clear. So I think it's like what I'm missing is a little bit the vision of like, what is it that you want to achieve, or what Mark wants to achieve? Is it that, you know, these like intelligent and intuitive light that kind of changes with your needs, and, you know, is it that, or is it that screen that you want to touch and like swipe back and forth because swiping is cool now, or whatever? You know, it might be you know, a good thing for some people. Like for me, it would just be a Spielerei, like a kind of going with the trends and going what is out there right now, and so it wouldn't be like radical enough for me to engage with it, I guess.
but that not say that, you know, everybody's like that. It was, you know, just for me. Another thing that I was thinking about, I just remembered, is about, because Mark was asking, like, would you buy this? And I could also imagine, you know, light being like an intrinsic part of architecture. So it's not something that you buy as an object, but something that is built in already. You know, just like windows. Windows is a source of light, right? Why don't you have like the window for the night or for the dark time inside the building? So something that would be, you know, like included already in the architectural plannings. And that would be, I don't know, maybe it's like the whole ceiling that it, like, you know, dims or like has like is brighter or less bright, or something that kind of is part of the building more rather than an object that you add to it. And another thing that is also, I was thinking about, you know, like when we talk about hotels, it would be pretty cool if what you create could be like create part of the standard, let's say. So in hotels, it's always like really annoying to turn the lights off. And every hotel does it in a different way. And you're always like, I always spend like 10 minutes trying to figuring it out, like where the light switches are or how to turn it off. Sometimes I need to call the reception, and you know, it would be cool if there would be just the way how you open a door is always the same. You know, have like establish the standard of like how you operate the light system. I don't even want to call it light system. I want to just call it light. You know, the looks that you get from it. So for me, it should be like more and more towards, you know, away from the object towards something that is just there invisibly. Yeah. And we talked a lot about the color of light, controlling the color of light. What about the actual, excuse me, the look of the unit, the look of the lampshade? What about that in terms of design? Is that something you think is very important? You know, what about that part of it? Yeah, so I said like at the beginning a little bit, you know, a little bit maybe too aggressively, but I think you first need to get right what you want to achieve. And the kind of, you know, what you say, like form follows function, like, but maybe in these terms, like the shape that you give to the thing is kind of the last thing that you want to like figure out. I mean, of course it needs to have a shape because like it will be also appealing to people through this. But first you need to really get your act together about like what you want to achieve, and then you'll find a shape that will, you know, meet the thing that you want to achieve. Yeah, I was just, you know, a little bit unsure about the choice of the kind of domed tablet, because it's for me it's pretty random. I don't understand the reasoning why it has to be that particular shape. It could be anything, you know, so many other things, like probably 1,000 different things, if you want to respond to that need of having like a smart light solution in your home. And ideally it would not have a shape. Ideally it would be just, you know, and there will be light. And I guess last question, what's your favorite light? Sunlight. Great.